Da ist er, der Bella Easy Hawaii. Und wir haben ein spezielles Winterangebot für das Jahr 2018, 2019. Und Jürgen Jung wird uns das gleich mal erzählen. Es ist ein langes, wirklich tolles Fahrzeug mit richtig klasse Ausstattung und einem Zubehörpaket im Wert von 2.000 Euro. Und wie das genau funktioniert, das wird uns der Jürgen Jung gleich mal kurz erklären. Es ist auf Basis eines Citroën mit 6D Temp, also der Abgasreinigungsnorm der aktuellen, mit dabei. Damit kommen Sie in alle Städte rein und Sie können den Service natürlich auch bei jedem Citroën-Händler machen in Deutschland, der berechtigt ist dafür. Bella Easy mit GFK-Aufbau und einem ganz tollen Innenzuschnitt, wenn man ein etwas größeres Fahrzeug braucht, zum Beispiel für eine Familie. So, ich habe schon mal angefangen, ich habe ein paar Sachen erklärt. Jürgen Jung hier aus der Louis. Hallo Jürgen. Hallo Sven. Der ist ein bisschen größer jetzt, gell? Ja, der ist ein bisschen größer, der ist jetzt schon 7 Meter lang. Aber wir werden es gleich sehen im Innenraum. Der verbirgt natürlich ein paar Schätzchen innen drin, die ganz besonders sind, wo den Leuten und den Käufern und den Kunden immer sehr gut gefallen. Ja, ich habe eben schon erwähnt, also Basis Citroën, dann das Thema GFK, das werden wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Auch hier haben wir eine Außenhaut, die extrem robust ist. Du machst mal den lieben Hauttest bitte. Das macht zum Auto gar nichts aus. Nein. Also hier kannst du richtig dagegen klopfen und gegenschlagen. Das macht gar nichts aus. Nämlich Glasfaser verstärkt. Da kann man auch mal dagegen kommen. Du hast keine Macken und keine Piezen drin. Das ist halt sehr, sehr robust. Das heißt, auch das Thema Hagel macht ihm gar nichts aus. Macht denen gar nichts aus, genau. Das ist so sieht er aus. Also von außen, ich zeige noch mal komplett. Auch er hat eine Heckgarage, die ist jetzt hinten links. Sie ist auch beidseitig befüllbar. Genau, hat 2 Türen. Auch die ist groß. Da bekommst du auch, siehst du Tische und Stühle und alles Notwendige, was man mitnimmt für eine längere Fahrt von 6, 7, 8, 9 Wochen problemlos rein. Die Gasflaschen, wo sind die? Die Gasflaschen sind bei dem hier vorne vor der vorderen Tür. Genau. So, ich muss sagen, wir filmen heute ganz viele Fahrzeuge. Das ist je nachdem, ist natürlich extrem handlich gelöst, sehr, sehr tief unten. Genau, tief unten und da sitzen jetzt die 2 Gasflaschen. Und das ist wirklich, auch wieder. Ja. Das gibt verschiedene Varianten, verschiedene haben sie hinten drin, verschiedene haben sie vorne. Das ist halt immer so, wie es der Platz halt zulässt. Bei dem hier war es nicht anders möglich, weil der hat im Innenbereich ein King-Size-Bett drin. Ist auch kein Nachteil, muss man sagen. Also hier unten drunter ist das Rost. Das heißt, das Propangas ist ja schwerer als Luft. Das fällt nach unten. Fällt nach unten, ist dadurch problemlos, geht weg. Und das Gas ist das sicherste, was es gibt. Das ist sicherer wie ein Diesel- oder ein Benzinfahrzeug, weil im Prinzip da nie was passieren kann, weil das einfach schwerer ist. So, ich zeige mal gerade die Heckansicht. Die sieht schon aus wie so ein richtiger Liner von hinten, muss man sagen. Das Bella Easy Hawaii Produkt kommt aus Europa, aus Italien. Kommen aus Italien, genau. Die werden in der Toskana gebaut und die Fahrzeuge sind sehr, sehr gut. So, hier hinten ist der Heckgepäckträger schon vorgerüstet. Genau. Das ist direkt drauf, das heißt, die schraube ich einfach nur dran. Bin glücklich, wir gehen mal rein. Denn es ist schön kalt. Ich habe aber eine gute Nachricht, Jürgen. Drinnen ist genauso kalt wie draußen, denn die Fahrzeuge sind neu. Es ist trotzdem warm. So, jetzt sieht man hier direkt den kleinen Unterschied. Hier habe ich, wenn du mal zumachst, man kann also diesen Raum nämlich abtrennen. Genau. Das ist was ganz Tolles, wenn ich, also ich habe insgesamt 2 große Schlafgelegenheiten. So, und einmal habe ich einen abtrennbaren Bereich. Da könnte zum Beispiel die Frau des Hauses im Prinzip per Magnet einfach mal ihren Bereich abtrennen. Der sieht dann so aus. Du darfst wieder aufmachen, Jürgen. So, und dann habe ich hier ein richtig tolles Bett, was von beiden Seiten auch begehbar ist. Das heißt, auch nachts, wenn ich hier mal aufstehen muss und so weiter, ich habe auf beiden Seiten habe ich einen eigenen Zugang. Hinten habe ich einen Schrank auf beiden Seiten. Das ist auch richtig klasse. Das heißt, ich habe also hier die Möglichkeit, richtig große Kleidungsstücke dann auch ordnungsgemäß unterzubringen. Der Jürgen macht es gleich mal auf. Genau, das ist das Schöne. Du siehst, ich gehe hier am Bett vorbei. Du hast ein anständiges Bett. Du kannst jeder Mann wie Frau auf die eine Seite deine Kleidungsstücke unterbringen. Da kann man noch Regalböden reinmachen, wenn man das möchte. Und so hast du halt eine super Ordnung wie zu Hause, wenn du in deinem Schlafzimmer bist. Das ist im Prinzip nichts anderes. Das heißt, ich kann ja super schlafen.
Ich habe dann noch ein zweites Bett. Also ich zeige mal gerade so Kleinigkeiten. Hier kann ich rausgucken auf der einen Seite. Auf beiden Seiten Ja. hast du Fenstern. Ne? Auf beiden Seiten hast du Fenstern, schön mit Vorhängen. Kann man aufmachen. Auch hier haben wir wieder Verdunklungen, Fliegengitter drin. Alles das ist drin. Das ist Also jetzt mal so Kleinigkeiten. Hier oben kann ich zum Beispiel Bettzeug, Kissen und so weiter auch reinmachen. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, ihr könnt alles personalisieren. Die Besonderheit bei euch, ihr habt eine eigene Werkstatt. Wenn zum Beispiel jetzt ein Kunde sagt, ich hätte gerne da oben jetzt noch ein Netz drin, dass ich da irgendwas reinmachen kann, kein das Problem. kein Problem, das machen wir. Okay, und jetzt- hier Ja. nicht aus dem Schlafzimmer schon weglaufen. Ich zeige Ja. dir mal noch hier was. Das ist gut. Weil das ist auch, hier kann man auch nochmal eine riesen Staumöglichkeit. Guck, da hast du halt hier auch nochmal eine Kiste drin, wo man Sachen rein verstauen kann. Da siehst du jetzt zum Beispiel die Trümmerheizung untergebracht. Die Da von sollte man jetzt außen- nichts drauflegen, gell? Da sollte man nichts drauflegen, aber wichtig ist, dass man gut drankommt. Das wollte ich damit zeigen. Und die ist aus von der Garage auch noch begehbar. Und da war, was ist da drin in dem Da Fach? ist auch noch eine Kiste, die man aufmachen kann. Kann man aufmachen. Das Kann heißt, man da habe ich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel Schuhe kann ich hier Genau, reinstellen. Schuhe oder sonstige Sachen kann man hier reinstellen, die man halt erstmal nicht braucht. Aber wenn man sie braucht, ist man auch schnell dran, ohne dass man viel auseinanderbauen muss. So, auch die Matratzen sind klasse. Also du hast mir erzählt, dass ganz, ganz viele Kunden ganz happy sind. Genau, die Erzählen immer, man schläft im Mobil besser wie zu Hause. Genau, also das ist so. Die Matratzen sind sehr, sehr beliebt und sehr begehrt, weil man schläft halt sehr, sehr gut drauf und der Härtegrad ist halt sehr gut. Dann hast du hier ein sehr großer Kühlschrank mit einem Gefrierfach oben drüber. Du siehst oben das große Gefrierfach und entsprechend unten drunter eben der große Kühlschrank. Dann kannst du hier oben, ist vorgerichtet für einen Backofen entsprechend einzubauen. Jetzt ist kein Backofen drin, dafür ist die Klappe da. Da hast du halt einen Schrank, wo man Sachen, Konserven reinstellen kann, Vorratskonserven. So, wenn man einen Backofen haben möchte mit Gas, dann käme der hier oben rein. Da gibt es optional eben einen Rahmen, der davor ist. So, Ziemlich viele Möglichkeiten der Lüftung sind mit drin. Man kann eine Dachklimaanlage nachrüsten. muss man sagen. Dachklimaanlage wäre dann im Prinzip dieses Loch, Ja. wäre dafür da, für die Dachklimaanlage. Kann man austauschen. Genau, kann man austauschen. Hier siehst du wieder die Dusche, die auch wieder wasserfest ist, insoweit, dass man natürlich drin duschen kann und das Wasser nicht hier wie in vielen Wohnmobilen rausgelaufen kommt. Du hast eine richtige Tür, die hier befestigt ist, die man zumachen kann. Also du meinst unten die Kassette, was man vielleicht zu Hause, so begehbare Dusche eben, Genau. das ist im Und das- Campingbetrieb eher nicht so toll. Das ist nicht toll und viele Wohnmobile haben nur so eine kleine Kante. Ja. Und da läuft das Wasser, wenn du dich als Mann duschst, eben oben drüber weg und das kommt hier vorne rausgelaufen. Dann Das ist ja schreit- süß gesagt, wenn ich als Mann duschst. Das Ja. heißt, die Männer machen immer die Sauerei, die Frauen kriegen es Männer noch machen hin. die Sauerei, genau deswegen. Und die Frauen rufen dann von außen, oh Jürgen, es ist doch... Was hast du noch? Jetzt kann man auch hier richtig schön zumachen. Genau, Also hier jetzt habe ich meinen Bereich. Gibt es halt eine Feierabend. Feierabend, dicht. So. Super, das ist gerade dann, wenn man mal ein großes Geschäft hier Genau. machen möchte, hat man endlich mal seine Ruhe, kann sogar noch hinten zumachen. Die Frau, die kann dann noch ein bisschen Fernsehen gucken hinten. Genau, die Frau Dann- kann hinten Fernsehen gucken Der und Mann kann auf der Toilette die Sportbilder lesen. Hier hat man noch ein Bett. Das Ja. ist total spannend. das ist ein Hubbett für 2 Personen. Das kann man elektrisch runterlassen und ja, da hat man halt noch für weitere 2 Personen entsprechend Platz. So, jetzt machen wir gerade das Hubbett und dann anschließend machen wir die Können Küche. Das Hubbett können wir allerdings nicht runterlassen. Nee, das macht nichts. Ich will nur mal zeigen, du bist 1,82 groß. Genau, also ich Das stehe Hubbett jetzt- ist jetzt drüber. Da ist das Hubbett jetzt da. Das kann man runterlassen. Wie groß ist das ungefähr? Das Hubbett ist jetzt 1,30 m und 2,10 Meter lang. Ja, also richtig groß. Hier könnten Personen bis wie viel Kilo kann man das belassen? Die 200 Kilo. 200 Kilo. Das heißt, ich kann also hier auch mit 2 Erwachsenen, die unter 200 Kilo wiegen, kein Problem. Kein Oder Problem. 2 Kinder sowieso. 2 Kinder sowieso. Drunter kann ich richtig, richtig groß stehen. Das ist total klasse. Ja, genau. Also du kannst drunter gut stehen. Du siehst, ich brauche mich nicht zu bücken. Das ist also, ich bin mit 1,82 und ich stehe jetzt auf den Spitzen und trotzdem komme ich dann gerade mit meiner Zippelmütze heute an die Decke dran. So, Kochen ist ein ganz wichtiges Thema. Viele Leute wollen sich fühlen wie zu Hause. Das hier ist eine richtig schöne Küche, die man drin hat. Genau, die Küche hat wieder unseren bekannten 3-Flammen-Kocher mit Petrozündung, die Spüle, auch wieder hier alles verdunkelbar, wie hinten auch, mit Fliegengitter. Alles drum dran. wieder Schränke ohne Ende. Hochglanzpolierte Schränke, ja. So. Lederausstattung. Das ist komplett LED gesteuert. Man hat hier vorne dann auch noch die Kontrollpanels. Kontrollpanel hier? ist wieder das Panel, was wir aus den anderen Fahrzeugen kennen. Das ist bei allen gleich. Du kannst alle Stände abfragen, du kannst die Pumpe anschalten, Beleuchtung anschalten. Heizung, wo ist die? Die Heizung sitzt unterm Bett und das Bedienpanel ist bei der Küche. Unter der Küche, unter der... Ja, da oben ist es, genau. Da haben wir es nämlich schon gesehen. Das ist eine Heizung, die ist auch eher
überdimensioniert. Wenn man es echt drauf ankommen lassen will, kann man so ein Fahrzeug auch locker mal im Winter auf 25, 30 Grad. Also Sven, ich kann dir versprechen, im Winter bei minus 10, 15 Grad im Skibetrieb kriegst du das ohne Probleme auf 30, 35 Grad und du kannst in der Badehose hier drin rumlaufen. Also es ist teilweise eher... Das dauert eigentlich ein bisschen. Man muss fairerweise sagen, also es geht gut. nicht in 5 Minuten. Nein, es geht nicht in 5 Minuten, aber der Raum ist nach einer halben Stunde also weit über 20 Grad. Genau, Weil es wenn gibt du nämlich alle so- Lüftungen aufstellst und du hast ja die Möglichkeit, noch das Gebläse auf die Stufe High zu stellen, dann bringt der schon richtig Leistung. Wenn ich jetzt im Standbetrieb bin und habe keine externe Stromversorgung, wie lange hält die Batterie, die Aufbaubatterie? Also die Aufbaubatterie ohne externe Stromversorgung kommst du so ungefähr 3 bis 4 Tage aus. Das kommt immer davon ab, ob er nochmal fährt, gell? ob du irgendwelche externen Verbraucher reinsteckst, wie einen elektrischen Föhn, der mit 12 Volt läuft, eine elektrische Fernseher, Kaffeemaschine, Fernseher. Wenn du nur Beleuchtung hast, kommst du auf 4, 5 Tage aus. Okay. Was ist hier mit der Heizung? Wenn die Aufbaubatterie mal wirklich leer sein sollte, dann geht die Heizung auch nicht mehr, oder? Wenn die Aufbaubatterie leer ist, funktioniert die Heizung nicht mehr, weil das Bedienpanel von der Heizung ist heute alles per Bussteuerung. Dann Geht nicht mehr. Feierabend. Also das heißt, auch da hat man natürlich aber auch Panels, das heißt, die sehe ich natürlich auch den Stand. der Stand ist abfragbar jederzeit. Was auch ziemlich interessant ist, man gewöhnt sich relativ schnell an das Fahrzeug. Wenn ich mal nach vorne setze, da habe ich ein bisschen mehr Platz, dann können wir gerade mal zeigen, wie man hier schön auch sitzen kann. Also ist alles drehbar. Man hat nach relativ kurzer Zeit viele Fragen auch schon beantwortet. Ich meine, es kommen am Anfang viele Fragen, wie lange kann ich da fahren, wie ist es mit der Aufbaubatterie, wo sind die einzelnen Sachen und so weiter. Am Anfang hat man ein bisschen Bammel davor, aber wenn man erst gefahren ist, sollte sich mit dem Fahrzeug mal vertraut machen, sollte mal so eine Testreise machen, 2 Tage. Also vieles erklärt sich automatisch von selbst. Wenn man mit dem Fahrzeug fährt, dann probiert man das aus und dann stellt man ganz schnell fest, wie das funktioniert. Da braucht man keine Angst zu haben. Es laufen ja Millionen von diesen Teilen mittlerweile auf der Straße und von daher ist das alles bewährte Technik. Die gesamte Technik, die ist in Millionen Fahrzeugen verbaut. Also von daher gibt es da gar keine Probleme. Also ich sag mal Millionen von Wohnmobilen, jetzt nicht Bella Easys, Ja. so viel gibt es jetzt noch nicht, aber ich sag mal auch das Chassis hier, das ist das Standardfahrzeug für Wohnmobil überhaupt, oder? Das ist Citroën. Also das ist Citroën und Fiat ist ja da fast baugleich, die Rumpfmotoren sind ja gleich, also da ist auch von der Optik innen drin, sieht man nur durch dieses Zeichen am Lenkrad, ob es ein Citroën ist oder ein Fiat ist. Und der Rest ist quasi identisch, Der das ist Rest die gleiche quasi Basis. identisch, wobei der einzige Unterschied ist der, dass Fiat im Moment eben keine AdBlue-Technik anbietet und deswegen kaufen wir die Fahrzeuge nur mit Citroën oder Peugeot-Basis, weil wir dann eben die blaue Plakette haben mit AdBlue-Technik und 6B. So, dann darfst du noch mal kurz den Fahrersitz drehen, dass man das auch mal sieht, weil im Moment sieht es so aus, als wäre hier wenig Platz und siehe da, jetzt erweitert sich der Platz komplett für eine Sitzgruppe, die es wirklich in sich hat, wo bis zu 5 Personen dann auch dran sitzen können. Hier vorne sind noch mal 2 zusätzliche Sitzplätze. Ich nehme an, der ist als 4 mit 4 4 Sitzplätzen. Personen, du siehst, da sind 2 Sicherheitsgurte noch, das heißt 4 Personen können hier angeschnallt mitfahren. Super. Ja, alle Fragen beantwortet. Wir gehen noch mal kurz raus für die Abmoderation. Sei so nett. Also, zusammenfassend, hier haben wir ein großes Hubbett, 1,35 Meter mal 2,10 Meter. Wir haben ein riesen Heckbett und wir haben natürlich, nichtsdestotrotz, auch ein Riesenfahrzeug, muss man fairerweise sagen. Es ist ein Fahrzeug mit einer Gesamtlänge von 7 Metern? 7,20 Meter. 7,20 Meter. Also schon ein ausgewachsenes Familienfahrzeug, wo man locker mit 4 Personen auch fahren kann. Und also man kann, glaube ich, auch noch die Sitzgruppe umbauen, dann ist auch noch ein 5. Zusätzlich ausbauen als Bett, da hast du noch einen Platz zusätzlich, den man haben kann. Also du kannst mit 5 Personen, könntest du fahren, wenn man es drauf anlegen wollte. Aber die 5. Person hätte dann keinen Anschlaggurt. Deswegen ist Nicht es gut. nicht gut. Also 4 Personen ist das andere. Die 5. Person müsste dann mit einem anderen PKW hinterher reißen. Okay, klasse. Auch das kann man, glaube ich, tüffen lassen, nochmal einen Anschlaggurt. Genau, Also wenn das jetzt kommt. auf dem anderen Sitz wäre es noch möglich, einen zusätzlich reinzumachen. So. Wichtig ist die Fahrzeuge. GFK Außenhaut, das heißt Glasfaser verstärkt. Das Ganze hat einen unglaublich günstigen Preis. Was kostet das Fahrzeug? Genau, das Fahrzeug hier mit diesem King-Size-Bett, Queens-Bett, wie es genannt ist, in der Klasse bieten wir dieses Fahrzeug hier an, so wie er hier steht, funkelnahe neu, 0 Kilometer für 49.500. Ich behaupte immer, Fahrerklima? Fahrerhausklimaanlage ist schon mit drin, Thermomat ist mit drin, elektrische Fensterheber sind mit drin.
Und ich behaupte immer, du findest kein Fahrzeug mit dieser Ausstattung mit dem Queensbed für diesen Preis auf dem deutschen Markt. Ja, das behauptest du jetzt mal, das lasse ich jetzt mal so stehen. Das vielleicht, ist auch so. vielleicht finden sie ja auch noch eins, aber wenn Jürgen Jung das behauptet als Elektromeister, wird es wahrscheinlich stimmen. Du hast ganz viele schon verkauft. Ihr habt auch mit Wohnmobilen wirklich viel zu tun. Ihr habt jetzt hier auf dem Hof stehen, glaube ich, 30 Stück. Ja. Das ist so. Die Fahrzeuge kann man mit gutem Gewissen empfehlen. Service kann ich bei jedem Vierpartner machen? Bei jedem Citroën-Partner kann man. Meine ich ja. Genau, Citroën. Citroën-Partner macht man den Service. Das sind Langläufer. Die erste Inspektion ist erst bei 50.000. Von daher ist das mit den Inspektionen und den Werkstätten sehr, sehr selten. Also die Fahrzeuge haben auch keine Probleme. Die laufen und laufen und laufen, solange sie Diesel, Öl und Wasser haben. Werterhalt? Ja, der Werterhalt ist sehr, sehr gut. Die Fahrzeuge können bei uns auch finanziert werden, bis zu 100% und 150 Monate Laufzeit. Die Banken sagen mir immer wieder, das ist kein Problem, weil der Werterhalt höher ist im Moment wie eine Immobilie, die man irgendwo in einem Ort stehen hat. Ja, wo findet man die Wohnmobile-saarland.de? Ich muss vielleicht noch einen Satz sag's. vorausschicken. Und zwar, auch bei dem Fahrzeug kann man natürlich den Gutschein 2000 Euro für nochmal. Anbauteile Mein Gott, ich hab's im so- Wert von 2.000 Euro dabei. Und wir haben nochmal die Dichtigkeitsprüfung für die 5 Jahre Jahre. inklusive, jedes Jahr. Inklusive, das sind auch nochmal 500 Euro. Es sind auch mit drin, dass der Kunde das auch weiß. Auch das ist unser letztes Fahrzeug. Also noch der und dann ist Feierabend. Noch der und dann ist Feierabend, genau. Für dieses Jahr. Für muss dieses man- Jahr, genau. Also das ist jetzt 2018. So, und jetzt also nochmal zusammenfassen. Preis nochmal? Preis ist 49.500 plus eben Die 2000 Euro inklusive den Gutschein für 2000 Euro. Und da kann ich mir auswählen, was ich will. Also eine Dachklima. Solaranlage, eine Satanlage, eine Dachklima, eine Markise, ein Radträger. Was der Kunde haben will, in dem Wert kann er sich aussuchen. Alles klar. Wo findet man euch? Ja, wir sind in Saarlouis im Industriegebiet Metzerwiesen in der Industriestraße 3 oder auf dem Internet wohnmobile-saarland.de. Ja, man kann auch anrufen, das ist jetzt das Letzte, wenn er also eine Familie hat mit 4 Personen zum Beispiel, optimales Fahrzeug, die 7 Meter nicht zu lang, nicht zu kurz, das auf jeden Fall. Und es gibt jede Menge Extras, die man jederzeit einbauen lassen kann. Vielen Dank, Jürgen. Tschüss. Ja.